Hallo zusammen! Wir machen heute eine Mandarinen-Quark-Torte. Die wird sehr leicht im Magen liegen und ist auch sehr, sehr leicht in der Zubereitung. Ich starte jetzt mit meinem berühmten Blitzboden. Ich liebe den, wenn es schnell gehen muss. Und dafür nehme ich jetzt die Küchenmaschine. Ihr könnt auch euer Handrührgerät verwenden, aber die Küchenmaschine schlägt natürlich alles noch ein bisschen fluffiger auf und dann habt ihr einen fluffigeren und etwas höheren Boden. Hier habe ich jetzt die Eier reingegeben. Da kommt jetzt noch Zucker mit dazu. Ich schreibe euch übrigens wie immer alle ganz genauen Mengenangaben hier unten in der Videobeschreibung auf, damit dieses Video nicht so langatmig und so langweilig wird. Ich gestalte die Videos immer eben so, wie ich glaube, dass sie mir auch als Zuschauer am besten gefallen würden. Aber schreibt mir gerne immer euer Feedback in die Kommentare. Jetzt gebe ich hier auch schon direkt Vanilleextrakt mit dazu. Und dann wird das bei hoher Geschwindigkeit so 2-3 Minuten lang richtig schön dick cremig geschlagen. Also bei mir war es jetzt nach 1,5 Minuten schon fertig. Ich vergesse halt auch immer, dass die Maschine ultra leistungsstark ist und ich dadurch immer eigentlich nur die Hälfte an Zeit brauche, die ich euch vorgebe. Falls ihr aber ein Handrührgerät verwendet, dann haltet euch so an 3 bis 4 Minuten. Guck mal, so muss die Masse aussehen. Also richtig schön fluffig und hell. Da gebe ich jetzt Öl mit dazu. Ich nehme immer Ich nehme immer das Öl, was ich gerade da habe. Also jetzt habe ich gerade Rapsöl da, ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen. Olivenöl wäre jetzt nicht so geil, glaube ich, hier geschmacklich. Aber das gebe ich jetzt einfach mit dazu. Rühre ganz kurz alles nochmal unter, also wirklich nur für ein paar Sekunden. Und dann könnt ihr parallel hier schon mal Backpulver und Mehl einfach schon mal miteinander verrühren und dann hinzusieben. Dann ist die Masse auch schon fertig. Ich habe jetzt hier meine 24 cm Springform und ich habe kein Backpapier zu Hause. Ehrlich, ich habe nur so ein kleines Fitzelchen. Aber es ist gar nicht schlimm, denn dadurch, dass ich jetzt in meinem Teig auch ein bisschen Fett habe und die Springform ja sowieso eine gute Beschichtung hat und antihaft ist, kann ich das jetzt einfach einfüllen. Und dann kann ich das gleich einfach wirklich super easy lösen. Aber es ist unglaublich, ich habe kein Backpapier zu Hause. Das gibt es doch gar nicht. So, ich streiche das auch noch ein bisschen glatt. Dann verrate ich euch auch schon mal die Backzeit. Und zwar habe ich den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ganz wichtig, dass ihr den auch wirklich immer lang genug vorher vorheizt, damit er wirklich diese Schockstarre bekommt und dann in aller Ruhe backen kann. So, einmal schön verstreichen. Und dann ist er auch eigentlich schon nach 14 bis 15 Minuten gar und danach lasse ich ihn vollständig auskühlen. Aber wir nutzen die Zwischenzeit und machen die leckere Quarkcreme. So, wir benötigen wieder ein paar einfache Zutaten, die ihr eigentlich überall bekommt, und zwar Schlagsahne. Am besten sollten die Zutaten jetzt sehr, sehr kalt sein. Ich mache es aber anders, damit ich gleich keine Sauerei habe, gebe ich jetzt erst Mascarpone in meine Rührschüssel. Das wird eine Quarkcreme, wo ich auch ein bisschen Mascarpone-Anteil habe, einfach damit die Creme schön fest wird. Ihr wisst ja, Quark ist immer so ein bisschen wabbeliger und Mascarpone hilft einfach beim Stabilisieren und schmeckt auch noch schön neutral. Also perfekt. So, die ist jetzt in der Schüssel, beziehungsweise sollte eigentlich reinploppen. So, und da kann ich dann schon direkt Zucker mit dazugeben für die Süße. Für den Geschmack habe ich mir überlegt, Vanille und Zitronenschalenabrieb ist immer eine schöne Kombination. Also einfach ein bisschen rein. Bei der Zitrone darauf achten, dass ihr die Schale mit verzehren könnt. Also am besten eine Bio-Zitrone nehmen. Und bitte auf gar keinen Fall unter der gelben Schale die weiße noch mitreiben. Sonst ist die ganze Creme total bitter. Also ihr müsst wirklich immer wieder gucken. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht, aber ich reibe mal ein bisschen. Genau, das hier darf man nicht mehr reiben, weil sonst wird es total bitter. Und dann denkt man sich, ja super, Kiki hat ja voll das blöde Rezept für die Creme entwickelt. Aber eigentlich ist es super lecker, wenn ihr wirklich nur die gelbe Schale verwendet. Da reicht jetzt auch nur die halbe Zitrone. Es muss jetzt nicht zu zitronig werden. Wir haben ja gleich noch die schöne Fruchteinlage. Das zeige ich euch dann im Anschluss. So, da gebe ich jetzt auch schon Sahne mit dazu, ganz langsam. Und kann schon mal ein bisschen verrühren, aber so, dass sich das erst verbindet. Und dann könnt ihr immer mehr Sahne dazugeben, bis ihr eine homogene Masse erhaltet. Also sobald ihr merkt, dass die Creme ein bisschen fester wird und vor allem auch der Schneebesen Muster einzeichnet in die Creme, ist es soweit und ihr könnt Sahne fest dazugeben. Das sorgt einfach nochmal für die Stabilität. Und ganz zum Schluss kommt Magerquark dazu. Und den rührt ihr wirklich nur ganz kurz unter, weil sonst wird er zu flüssig. Deswegen gebe ich den hier auch ganz zum Schluss mit rein. Alles schön ausschaben und nichts verschwenden hier. Und dann, wie gesagt, nur noch 4-5 Sekunden lang einrühren. Die Creme werde ich in der Zwischenzeit kühl stellen. Mein Ofen hat gerade gepiept und der Boden ist fertig. Der muss jetzt erstmal auskühlen und die Creme kommt in der Zwischenzeit dann in den Kühlschrank.
unsere Fruchteinlage brauchen wir einen Saft eurer Wahl, also das, was ihr am liebsten mögt. Ich habe hier einfach Multivitaminsaft genommen und nehme jetzt hier für mein Konstrukt, so nenne ich es mal, damit wir die Fruchteinlage gleich einfrieren können, nehme ich hier einfach ein Cakeboard. Da könnt ihr einfach irgendeinen flachen Gegenstand nehmen. Und dann habe ich hier noch meinen Tortenring, den benutze ich ja gleich sowieso noch zum Schichten der Torte. Dann habe ich hier einfach ein bisschen Frischhaltefolie. Und ich nehme da immer gerne 2 nebeneinander, damit mir dann die Fruchteinlage gleich auch nicht ausläuft. Wichtig ist, dass ihr auch eine schöne, gerade Oberfläche habt, damit ihr eben ja keinen Saft irgendwie in eurem Tiefkühlschrank habt oder das irgendwie ausläuft. So, das könnt ihr dann hier einfach flach hinlegen. Die Seiten schön hochziehen, wie gesagt, als Auslaufschutz so ein bisschen. Und dann reicht das eigentlich auch mit unserer Vorbereitung. Also so ist es eigentlich perfekt. Und dann habe ich hier, wie gesagt, einfach nur Saft und Agatine. Das ist pflanzliches Geleemittel, also veganes Geleemittel quasi, wird aus Algen gewonnen, schmeckt aber überhaupt nach gar nichts. Also da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Ich werde das jetzt hier einfach erstmal vorab klümpchenfrei verrühren, dann den Herd einschalten und dann 2 Minuten sprudelnd kochen lassen. Die 2 Minuten sind rum. Ich nehme einmal die Pfanne vom Herd und jetzt am besten noch mal so 5, 6, 7 Minuten ausdampfen lassen und dann fülle ich das hier rein. Wie gesagt, ich habe ja Platz im Tiefkühlschrank, da braucht es nur 10 Minuten, aber ihr könnt auch ganz normal den Kühlschrank verwenden. Dann braucht es vielleicht 20, 25 oder maximal 30 Minuten, je nachdem wie kalt euer Kühlschrank eingestellt ist. Aber ich weiß, dass die meisten auch keinen Platz haben im Tiefkühlschrank. Ist auch mein tägliches Struggle, aber ich habe aufgeräumt und daher ging das bei mir. Wie gesagt, und anschließend machen wir weiter und stellen die ganze Torte zusammen. Der spaßigste Teil beginnt. Okay, das Backen hat auch Spaß gemacht, aber jetzt wird es richtig cool, denn wir stellen alles zusammen. Ich habe mir jetzt eine hübsche Tortenplatte ausgesucht. Mal gucken, ob sich das beißt oder nicht, aber ich glaube, es passt ganz gut. Ich hatte auch ein bisschen Unterstützung hier von meiner Kamerafrau Jasmin. Und wir gucken einfach mal. Ich glaube, es wird ganz gut passen, aber ich lege sowieso ein Cakeboard unten drunter, damit ich notfalls auch einfacher nochmal umstülpen kann. Und falls ihr keinen Platz im Kühlschrank habt, ist so ein Cakeboard auch immer gut. Weil dann könnt ihr das ganz einfach immer umdisponieren, ohne Stress zu haben, ohne die riesen Tortenplatte noch dabei zu haben. So, der Boden ist jetzt einmal drauf. Und jetzt brauchen wir eigentlich nochmal unseren Tortenring. Ich habe natürlich mehrere Tortenringe da, aber wenn ihr jetzt nur einen zu Hause habt, was ja überhaupt nicht schlimm ist, nehmt ihr einfach die Fruchteinlage raus. Lasst die einfach hier auf der Folie. Da könnte ich jetzt auch nochmal mit dem Tortenring-Löser ran, damit ich mir die Fruchteinlage nicht rausreiße. So. Geht's? Ja, perfekt. Und dann nehmen wir uns, ich weiß gar nicht, wo ich reinreden soll, so. Dann nehmen wir uns eigentlich nur den Tortenring. Ich mache den jetzt auch gar nicht sauber. Das macht überhaupt nichts. Mache den einfach ein bisschen größer. Die Torte ist ja 24 cm groß. Also den Tortenring einmal um den Boden legen. Hat den Vorteil, dass ihr das jetzt hier auch nochmal schön eng ranmachen könnt. Was habe ich jetzt hier für einen Durchmesser? 23,5. Das heißt, der Boden wird nach dem Backen auch noch mal so ein bisschen leicht zusammenschrumpfen. Das ist ganz normal. So, und jetzt einfach die Creme zur Hälfte hier drin verteilen, glatt verstreichen. Dann kommt unsere leckere Fruchteinlage oben drauf und dann kommt die restliche Creme dazu. Das Ganze glatt verstreichen und dann schließen wir mit Mandarinen ab. Ihr könnt jetzt noch mal, also ich mache es auch oft ohne Tortenplatte, aber damit es ein bisschen einfacher geht, könnt ihr jetzt hier auch noch mal eine Tortenplatte, die drehbar ist, unten drunter tun. Dann habt ihr es ein bisschen einfacher. Für den Abschluss brauchen wir natürlich Mandarinen aus der Dose und da könnt ihr den Saft auf jeden Fall einmal abschöpfen. Ich habe jetzt hier meinen Saft abgewogen, 250 Gramm. Werde das jetzt nochmal mit meinem Multivitaminsaft einfach auffüllen auf 300 Gramm. Auf die müssen wir nämlich auf jeden Fall kommen. So, perfekt. So, und außerdem hat es auch nochmal eine schönere Farbe. So, und das werde ich gleich wieder zusammen mit Agatine, das was wir gerade auch schon hatten, einmal aufkochen lassen. Jetzt ist nur das Verhältnis ein bisschen anders. Die Fruchteinlage musste fester sein und das hier muss jetzt nicht ganz so fest sein. Wie gesagt, ich schreibe euch alles ganz genau unten in die Videobeschreibung. Was ich jetzt aber auch schon mal vorbereite, sind die Mandarinen. Ich mag es halt, wenn die ein bisschen kleiner sind, dann kann man später die Torte auch ein bisschen besser durchschneiden. Also einfach mit dem Messer hier so ein paar Mal entlang gehen, dann sind die halbiert oder auch sogar auch gedrittelt. Und dadurch, dass wir jetzt auch den süßen Saft haben, brauchen wir gar keinen Zucker mehr. So, und jetzt geht es wieder an den Herd. Wieder kurz verrühren, bis es klümpchenfrei ist und dann 2 Minuten lang sprudeln kochen lassen.
hier den Guss jetzt auch noch mal 12, 13 Minuten lang auskühlen lassen. Denn jetzt kommt ja wirklich der warme Guss auf die Sahne-Quarkcreme. Und das ist wirklich ein bisschen heikel. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass wenn ihr anfasst, dass es eigentlich nur noch ganz leicht lauwarm ist. Sollte jetzt natürlich nicht fest werden, aber das wird es auch nicht. Also das ist eigentlich ein ganz entspannter Guss, muss ich sagen. Das lege ich aber erstmal kurz zur Seite. Ich wollte euch nämlich noch einen Tipp geben für die Mandarinen. Da könnt ihr nochmal mit einem Geschirrtuch, mit einem Küchentuch, kein Geschirrtuch, könntet ihr auch machen, wenn es sauber ist, einfach nochmal drüber gehen und den Saft aufsaugen, weil das kontraproduktiv ist, wenn der Saft jetzt auch nochmal hier auf der Torte austritt. Das habe ich jetzt hier schon zweimal gemacht. Es tritt nämlich immer wieder Saft aus. Daher könnt ihr das auch ganz gut nochmal aufsaugen. Und jetzt kommen die Mandarinen einfach nur auf die Tortenoberfläche. Dann wird das Ganze versiegelt mit dem Guss. Und dann müsst ihr die Torte für 1 Stunde in den Kühlschrank wandern. So, Taste-Test mit dem einzig wahren Hamza. Tasty mit Hamzi. Und Hamza ist halt immer gnadenlos ehrlich. Das ist halt so ein Kuchen, ich finde, damit kann man bei Familie punkten, ob jung oder alt. Kiki, wir sagen immer das Gleiche, ne? Aber es ist so. Aber ganz ehrlich, egal, Hauptsache es schmeckt. Sehr zart, ne? Sehr locker leicht. Also Fruchtig. Fruchtig, genau. Ein Hauch von Solero. Kennst du dieses Schaumama? Was wird? Was wird? Vor allem, was ich cool finde, Hamza, hast du gar nichts zu gesagt. Optik. Ja, in der Mitte, dieser Streifen. Ja, sorry. Ja, ich finde das was Besonderes. Das ist was Besonderes. Weil sonst hast du halt nur... Man wird denken, das ist... Wir matchen gar nicht. Ey, okay, ich kann dich jetzt ausreden. Du hast reden. Heute jetzt bestimmt locker 8 Minuten geredet. Bestimmt locker 8 Minuten. Oder? Warum wohl 8 Minuten? Naja, egal, okay. Ist das Mango? Nein, Multivitamin. Okay. Aber man kann auch Mango-Nektar nehmen, dann hat man halt so eine Mango-Fruchteinlage. Ja, das fliegt halt wie so eine... Aber guck mal, stell dir mal vor, wenn das jetzt nicht wäre, diese Fruchteinlage, also macht die auf jeden Fall. Das geht natürlich auch ohne. Das ist ein bisschen zu wenig für dich. Ja, es wäre dann so langweilig. Boden, Creme, Topping. Aber so habt ihr nochmal so, wow, im Anschnitt auch nochmal so einen Wow-Effekt einfach. Der Boden ist auch echt gut. Der ist total saftig. Saftig, ja. Och, echt lecker. Nee, feier ich. Und der ist auch nicht so schwer, der Kuchen. Der ist wirklich nicht schwer. Ich rede echt voll nach, aber es ist wirklich Ja, aber ich habe jetzt schon die Hälfte gegessen. Innerhalb, ich weiß, 45 Sekunden, Minute. Oh, richtig gut. Die Süße ist auch perfekt, muss ich sagen. Nicht zu süß, aber auch nicht zu wenig süß. Ach ja. Nee, eine Traumtorte. Macht die nach. Mega, ehrlich. Ich höre nicht mal auf zu essen. Echt? So, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ganz viel Spaß im Nachmachen. Ist das noch? Ich esse das noch, ja. Ja. Lass da noch ein paar Stücke. Aber wir verteilen natürlich auch fleißig. Viele fragen immer, wo gehen die Stücke hin? Wir verteilen wirklich fleißig. Niemals. Wir haben ja auch im Bekanntenkreis Menschen um uns herum. Also ganz viel Spaß im Nachmachen und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video. Tschüss. Ciao.